Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wunderbar, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich auch, dass es Neuigkeiten gibt. Es wird nämlich bald wieder Dividenden ausgezahlt werden im Dezember. Ich habe hier einen interessanten Artikel von der guten Zeitschrift Börse Online herausgefunden, die heißt, die Überschrift, die Schlagzeile Dividenden im Dezember. Diese Aktien schütten bald viel Geld aus. Was bedeutet das? Also hier wurde eine Liste von dem Kollegen Marian erstellt und es sind einige interessante Werte mit dabei. Wirklich gut finde ich eigentlich nur die Aktie Weyerhaeuser und da schauen wir uns das gleich mal an. Wie kommt man hier auf die gesamte Jahresdividendenrendite und ich zeige euch das dann in meiner Übersicht. Aber ich habe auch eben die Liste ergänzt mit eigenen Werten, die ich interessant finde, da es dann noch viel mehr Aktien gibt, die tatsächlich auch im Dezember noch Werte, monetäre Dividenden auszahlen und da gehen wir jetzt auch gleich in medias res. Hier seht ihr also meine ganz persönliche Liste mit Werten, die jeden Dezember, aber auch in anderen Zeiträumen, je nachdem, eine Aktiendividende auszahlen. Ich habe hier zum Beispiel die Werte Unternehmen Enbridge, Intel, Canadian Utilities, Gladstone Commercial Corporation, Johnson & Johnson, AG&C Investment, Main Street Capital, Progress Software, Realty Income, sehr bekannt wahrscheinlich, die Shell, noch bekannter, Main Street Capital Corporation, Canadian National Railways und LTC Properties. Dann in der Kategorie REITs, also Real Estate Investment Trust, gibt es folgende Werte, die ich sehr auch besitze und empfehlen kann, zum Beispiel Gladstone Corporations, Gladstone Capital Corporations, TransAlta Renewables und die SL Green Realty REIT Company. So, wir schauen mal in die App Trade Republic. Ich habe mich hier schon angemeldet. Ihr könnt übrigens über meinen Link hier unten, ich packe den auch in die Videobeschreibung, die App auf das Handy runterladen. Es gibt auch eine App-Desktop-Funktion, die ihr über den Browser aufrufen könnt. Und da bin ich jetzt einfach mal reingegangen. Wir suchen aus die SL Green. Ihr könnt hier über diese Suchleiste im Browser gehen und habt hier den Order Manager oder auch das Portfolio. Ich gebe einfach mal SL Green Realty REIT ein. Und zwar jetzt, hier kommt der Treffer. Das ist auch schon die richtige ISIN-Nummer, die 8873. Das SL Green Realty REIT wurde in Mitte der 90er Jahre circa gegründet und verwaltet im Großraum New York Immobilien. Und hier seht ihr auch schon, was ich hier im Depot dazu habe. Der Wert ist jetzt ein bisschen gesunken und dann gibt es aber auch eine weitere Übersicht, nämlich die Kategorie Kennzahlen und innerhalb der Kennzahlen könnt ihr sehen, hier wird eine Dividendenrendite berechnet. Der REIT SL Green Realty zahlt monatlich Dividende. Ich habe also hier Einzelkäufe gemacht und entsprechend ein paar Anteile schon gekauft, noch nicht zu viel und besitze auch hier einen Sparplan, der also zweimal im Monat 150 € ausgeführt wird. Ihr seht auch die nächste, und darum geht es ja jetzt, die nächste Dividendenzahlung hier befindet sich im Dezember. Am 15. Dezember wird hier weiter ausgeschüttet werden und dann sollte auch der nächste Dividendeneingang hier bei Trade Republic stattfinden. Also ihr könnt das auch, probiert es einfach aus. Meldet euch an über meinen Link auf der App Trade Republic. Ich packe auch nochmal eine kleine Übersicht hier rein, was zu beachten ist. Also geht auch auf die Investor Relationship Websites, vergleicht mit der Trade Republic App, welche Rendite ihr dort seht und die Rendite, die auf der Investoren-Webseite des Unternehmens gekennzeichnet ist. Manchmal gibt es da bestimmte Abweichungen. Aber die
Zahlen sind natürlich die führenden des Unternehmens. Dann vergleicht dort einfach die Rendite, entscheidet euch, welche Aktie oder welchen REIT ihr einzeln kaufen wollt und dann legt einen Sparplan an, in der regelmäßig die ganzen Zahlungen und Aktienkäufe automatisiert übernimmt. Denn Automatismus vereinfacht euch das Leben und ihr müsst weniger Zeit investieren und habt mehr Zeit für andere Dinge. Ich packe euch auch meine Übersicht der Excel-Liste hier rein. Hier seht ihr nochmal das Beispiel Weyerhaeuser von der Börse Online. Weyerhaeuser ist ein Holzverarbeiter und Industrieproduktion, die also Holz verkaufen, verarbeiten und entsprechend weiterverkaufen. Wie hat es Weyerhaeuser gemacht? Weyerhaeuser, und das machen die meisten Unternehmen, die haben ein Erklärungsdatum, wann also die Dividende bekannt gegeben wird, hier in dem Beispiel im November. Dann gibt es den Tag, der 1. Dezember ist hier das Dividendendatum, das Aktienkursdatum ex-Dividende, ohne Dividende. Und dann gibt es das Record Date, wo also die Aktie dann im Depot schon sein muss, bevor man überhaupt berechtigt wird, die Dividende ausgezahlt zu bekommen. Und dann gibt es einen Zahltag, also auch hier in dem Fall Beispiel 16. Dezember. Ich gehe nochmal auf die Seite, so sieht es bei Weyerhaeuser in den Investor Relations aus. Hier habt ihr das Q4, von dem ich gerade gesprochen habe, und da seht ihr nochmal im Detail die genau passenden Werte. Also so kann man ganz gut herausfinden, welche Zahltage und welche Dividendenrenditen es dann gibt. Dort stehen auch meistens die Höhe der Dividenden. Was ich jetzt gemacht habe zum Stichtag ist 6.12. habe ich mal geguckt, was wurde letztes Jahr an Dividenden an mich ausgezahlt. Also das heißt, ihr seht, es gibt hier fast jede Woche 2 bis 3 Zahlungen. Schon im Jahr 2021. Deswegen freue ich mich auch, dass es weitere Dividendenzahlungen jetzt noch gibt. Bei mir geht es dann so richtig los ab 7. Dezember wieder und dann 15. und natürlich auch immer zum Ende des Monats, da hier die meisten Dividendenzahlungen kommen. Vielleicht, ich stelle nochmal die Shell heraus. Ihr seht, Shell ist also ein Quartalszahler und Shell wird dann um den 18., 20. Dezember in diesem Jahr die Dividende ausschütten. Wenn ihr das nochmal genau erfahren wollt, klickt einfach auf die Links. Ich habe euch hier schon mal die Investor Relationship Links vorbereitet. Die könnt ihr euch dann alle mal in Ruhe anschauen. Ich packe, wie gesagt, die Excel-Liste mit in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch die herunterladen. Was ich auch sehr gut finde, ist der Aktienfinder.net und die Kollegen von dem Team Krawattenlos, die also hier einen Dividenden-Check-Kalender anbieten. Der Dividendenkalender von Aktienfinder sieht folgendermaßen aus. Wenn ihr also hier mal die Filter reduziert, ich gebe das nochmal ohne ein, dann seht ihr, hier habt ihr also eine Liste von vielen Aktien, die 2023 dann schon gezahlt werden. Und hier finden wir auch wieder unseren SL Green Realty REIT, der gekennzeichnet ist, dass er also ein Monatszahler ist, wo Dividenden entsprechend ausgeschüttet werden. Und sehr gut finde ich auch, bei Krawattenlos gibt es eine Gratis-Übersicht, nämlich einen Gratis-Kalender, den man hier runterladen kann. Man muss sich allerdings per E-Mail kurz registrieren. Ja, wie gesagt, das war's schon. Es ist fantastisch, es geht weiter. Ihr könnt das auch. Ihr könnt auch euch ein Dividendenportfolio aufbauen, entsprechend mit Monatszahlungen und Sparplänen bzw. Einzelkäufen, und ich hoffe, ihr werdet damit sehr erfolgreich sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich freue mich auf das nächste Video. Wenn euch der Inhalt gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, teilt das Video mit ganz vielen Leuten, das hilft hier dem Kanal, meinen Kanal weiter aufzubauen. Das war's in aller Kürze, und einfach meinen Kanal abonnieren, unterstützen, kommentieren, weiterleiten, teilen und natürlich
liken. Das hilft dem Algorithmus, ihr wisst Bescheid. Und ich freue mich, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.